Hallo zusammen, willkommen zu unserem Channel Oath of Cranes von Zürich. Wir machen heute unsere zweite Liner Note zum Song Rudra vom Album Die Unsung Mantras. Ich bin Amedeo und du bist der? César. Bene. Hallo zusammen. Ciao. Gut. Okay. Ja? Genau, wir reden über Rudra, zweite Song, die Liner Note Serie. Wir haben letztes Mal schon gesagt, der Amedeo ist neu in der Band. Darum ist er jetzt der da muss Fragen stellen. anheben und Fragen stellen. Und ich frage ihn jetzt gerade selber schnell, was hörst du aus Rudra? Aus Rudra? Wenn du da das mal los ist und das Video auch gesehen hast. Genau, das ich bin auch drin. Video ist auch drin. Genau, also was natürlich auch im Bild vom Video natürlich klar zur Geltung kommt, ist halt ja, die Gier von den Menschen. Jetzt nicht spezifisch nach was, also klar im Video mit Geld dargestellt und so, aber sicher auch ja. Ich sage jetzt mal Trieb, wo wir Menschen in uns drin haben und je nachdem halt ziemlich stark verfolgen und ziemlich unsere wüste Seite zeigen, sage ich jetzt mal so. Genau. Ja. Genau. Bei der Gier können wir gerade schnell ein bisschen ausholen. Man kann sich mal fragen, warum Gier und von wo kommt Gier überhaupt? Also, was würde Gier evolutionstechnisch für einen Sinn machen, oder? Oder wenn man so zurückdenkt, die Äffli, wo wir mal waren, in der Savanne. Und ich meine, wenn du ja Tier beobachtest, ein Tier, sagt man ein Loi, oder wenn ein Tier, ein Hunter, ja, wirklich ein Jäger, wenn der etwas fängt, dann ist das, was er mag. Weil Nahrung ist rar im Dschungel, wo auch immer. Also er frisst ein Loi, wenn er irgendetwas, ein Gnu oder was auch immer erledigt hat, oder das Krokodil oder die Schlange, die schluckt sogar ganz. Die lässt gar nichts vorig. Warum? Sie weiss, ich habe nachher eventuell wochenlang, tagelang nichts mehr. Oder? Und die Leute, die fressen so lange, bis sie nicht mehr können, und dann liegen sie 3 Tage oder 4 Tage im Schatten, bewegen sich überhaupt nicht, total vollgefressen. Ich glaube, unsere Vorfahren haben das ähnlich machen müssen, wenn du nicht jeden Tag Jagderfolg gehabt hast, oder? Die haben sich auch viel von Aas ernährt. Ja. Oder? Und dann, das heisst, du hast kein Frigo gehabt, du hast nicht mitnehmen, du hast nicht aufbewahrt, nicht groß, bis dann irgendwann mal vielleicht irgendwelche Konservierungsmethoden entdeckt haben. Also die Gier in dem Sinn, vielleicht mit einem evolutionären Ursprung auch, du musst quasi alles halten, du kannst es nicht hergeben, es ist überlebensnotwendig. Und die Gier selbst, das kannst du ja nicht Gier nennen, du kannst jetzt einem Krokodil oder einem Leu nicht sagen, ja, der ist gierig. Er macht es einfach zum Überleben. Genau, oder? Und jetzt kannst du sagen, was ist die Gier? Und wenn ich jetzt bei diesen Texten mit der Verhaltensweise und so Sachen, ich gehe eigentlich immer davon aus, dass alles, was im Mensch ist, nicht von außen kann in ihn hineingepflanzt worden sein. Es muss aus ihm herausgewachsen sein. Und es hat irgendwo einen Anfang. Ob es Gier ist, von mir aus auch Rassismus, wo dann vielleicht Stick to the Tribe. Aber der Rassismus und Gier sind dann vielleicht die Pervertierung von etwas, das ja irgendwo mal Sinn gemacht hat. Es geht dann einfach über. Aber du kannst den Menschen nicht etwas einpflanzen, wo sie nicht wirklich in sich tragen und fühlen. Du kannst nicht mit einem Gefühl kommen aus dem Kosmos und sagen, so, ihr Menschen, ihr empfindet jetzt im Fall das Gefühl. Dann will wir sagen, hä? Nein, das können wir nicht empfinden. Oder? Ich würde sagen, die Pervertierung eigentlich vom Sammeln. Also erst dann, Überlebensdrang. meine Erfahrung ist meistens so mit Gefühl und erst dann verstehe ich sie richtig, wenn ich sie auch innerlich eben verstanden habe, wie du so ein bisschen sagst. Oder Genau. Ja, so, mal einfach zum Ursprung von der Gier, wo man kann sagen, ja, eben am Anfang Überlebensinstinkt und in unserer heutigen Zeit dann eben die Pervertierung. Genau. Aber an und für sich wahrscheinlich der gleiche Grund, eben alles bei sich behalten. Ja, Angst, ja, nicht genug bekommen. Genau. Aber am Mensch im System, in der DNA verankert. Ja. Würde ich sagen. Es ist so eine Theorie, die ich kann, aber keine Ahnung. Genau. Gut. Ja, dann haben wir ganz am Anfang vom Song hat's ein Mantra, das man immer wieder hört. Ich glaube, es ist nicht etwas, das
gesagt wird, im Sinne von sprachlich, aber es ist ein kleiner Gesang, oder? Aha, der Obertongesang. Genau, der Obertongesang, ja. Genau, der Obertongesang im Ganzen ist eigentlich ein Schaman, wo ich oft in den Songs haben wir die so eingesetzt und das ist eigentlich immer wieder so der Kontrapunkt. Also der Text geht, sagen wir jetzt, über den negativen Aspekt, der stattfindet, oder über das Verhalten und der Gesang ist mehr schamanistisch und hat immer eigentlich den heilenden Effekt. Das ist so wie der Kontrapunkt. Alles klar. So, wo beides dann gleichzeitig schwingt. Oder? Also Krankheit, Ja. Ausdruck in der Und Form der von der gleich- Musik oder in der Aggression vom Text und gleichzeitig singt aber hinten eigentlich schon der Heiler ein bisschen mit. Okay. Das ist so die Idee, das ist auch bei Alles klar. Ahankara so. Genau. Voll. Okay. Es kommt ja nachher auch wie so nochmal ein kleines Mantra vor und das ist ja dort, wo eben die 7 Todsünden, Wrath, Greed, Love, Pride, Lust, Envy, Gluttony, ist das so ein bisschen, ich habe jetzt einfach mal so ein bisschen interpretiert, ist das als Warnung so ein bisschen in einem Mantra rein? Oder also für den Zuhörer oder als Warnung für den Schreiber selber oder einfach als Bewusstsein oder wie ja, ist da der Schreibprozess gewesen, sage ich jetzt mal. Ja, Warnung. Also es ist auf jeden Fall drin, die 7 Todsünden aus dem Alten Testament, wie du sie jetzt aufgezählt hast. Und dann eben der Song selber, der um Gier geht. Und dort sind eigentlich alles Formen von Gier. Kann man am Ende dann etwas sagen. Ja. Oder? Und der Text, den wir dann schreiben, ist meistens so ein bisschen eine moderne Form, also von heute. Und ich nehme dann eben so biblische Verse oder so Sachen. Und an und für sich, was ich interessant finde, es hat einmal eine Werbung gegeben von einer recht berühmten Glassenserie. Wir sagen jetzt nicht welche. Wo die 7 Todsünden dann für die Lust am Glassen verkauft worden ist. Ja, stimmt, man kann mich erinnern. Weißt du welche? Ja, ich Die glaube. Dicken mit dem Schokoüberzug. Ja. Die grossen. Ja. Ja. Und an und für sich die 7 Todsünden im Sinn von heute umgekehrt. Ja. Also früher biblisch Todsünden, wenn du das machst, total daneben. Aber jetzt sind die 7 Todsünden eigentlich Tugenden vom Neoliberalismus. Ja. Es ist gut, stolz zu sein. Ja. Instagram Show-off. Ja. Es ist gut, gierig zu sein. Es ist gut, hungrig zu sein. Die nennt man heute Gourmets. Ja. Ja. Ich meine, das ist eigentlich Völlerei, oder? Nach Ja, der voll. Bibel, alles, was du nicht brauchst, gibst du weiter. Ja, voll, das stimmt. Oder? Und der Neoliberalismus hat eigentlich aus den 7 Todsünden, ausser jetzt vielleicht gerade am Mord, also je nachdem, so, oder? Hat er Tugenden gemacht, wo du brauchst, damit wirst du da erfolgreich, oder? Ellbogen wirklich, durchsetzen, all das sind die Tugenden, die ein Top-Manager dir würde sagen, ja, das musst du haben, sonst kommst du nirgends hin. Und nicht zu deinen Millionen. Ja. Das finde ich noch spannend, oder? Da kommen die eigentlich so als Mantra. Okay, alles klar. So. Und dann gibt es zum Rudra noch den englischen Titel, «The Superior Proposal». Also ist das ist ja ein Vorschlag, oder? Also ist so ein bisschen gemeint, so ein bisschen, hey, schau mal, wer ihr seid. So ein bisschen, sag jetzt mal, ein Anprangern. Schau mal, wer ihr geworden sind oder wer ihr seid. Oder ja, der Titel. Ja, das heisst ja etwas besseren Angebot. Und eigentlich ist das rein materialistisch gemeint. gewesen. Und zwar auch wieder eigentlich mit einem biblischen Hintergrund. Habe ich das reingesetzt. Und zwar auf die Geschichte von Jesus in der Wüste, die 40 Tage, wo er ist meditieren. Ah ja. Ist er 3-mal vom Teufel versucht worden. Ich gebe dir Reichtum, er hat abgelehnt. Ich gebe dir Macht, ich gebe dir alles. Und Jesus hat 3-mal verneint. Weil Satan ist ja der Lord of this world. Ja, voll. Und er ist der Chef der Materialisten. Oder? Satanismus ist Materialismus. Und Jesus hat ja 3-mal verneint. Also hat das Angebot abgelehnt. Hat stattdessen die Kruzifiktion gewählt. Als Idealist. Ja. Und er war. Ob es sich gelohnt hat, ich weiss es nicht. Ich würde es nicht machen, wenn ich mir anschaue, was nachher rausgekommen ist. Aber es ist eigentlich rein gemeint, ja, als der Verführer, oder? Ja, voll. So, das bessere Angebot. Oder? Und gerade wenn wir schon im Titel sind, wir haben jetzt gar noch nicht genau darüber geschwätzt, Rudra als Figur kommt es vor im Video? Rudras. Oder Rudras? Ja, Okay. ja, also Rudra, Ist- genau, wieder aus dem hinduistischen Götterpantheon. Rudras sind recht fiese Siechen.
sind eigentlich Rudras, also es sind mehrere, es ist nicht einer, wir haben nicht das Rudra genommen, ist eigentlich auch so ein bisschen ein böser Gnom, ein Verführer, einer, der den Leuten eben Angebot macht Also und testet, ob es darauf hineinkommt. Teufel ein bisschen Ja, aus der ja, Bibel. so ein bisschen, ja, so ein Ein bisschen die bisschen. Richtung, ja. Oder, weil die Geschichten sind ja durch alle Kulturen recht ähnlich, Ja, voll. oder? Sehr, So. ja. Und dort ist eigentlich die Frage dann, das Interessante dort ist, wie früher die alten Kulturen und leider heute auch noch viele Leute immer noch das Böse im Aussen suchen, das ich so absurd finde. Ja, wie wenn du in den Wald gehen und eben einen Rudra kommt dir auf die Schulter und nachher kommst du heim und bist böse. Nein, so, der ist besessen, der ist böse. Also, und das haben ja die alten Religionen, ich sage wahrscheinlich, dazu hat es ja noch keine Psychologie gegeben. Da haben die Leute einfach gefunden, ja, der ist besessen, Ja. das Böse existiert. Im Mittelalter auch das Böse an jedem Ecke gehabt. Da hat man die Teufel können generieren, zeichnen, fantastische Geschichten. Und die Leute haben wirklich daran geglaubt, Ja, voll, dass es so das gibt. Ja, voll. Und heutzutage kannst du das eher eben mit psychologischem Wissen erklären. Und niemand glaubt doch heute mehr, der halbwegs ein aufgeklärter Zeitgenossen ist, dass das Böse von außen kommt. Ja. Oder? Und früher hat man das gemacht. Man hat Dämonen, der kann nichts dafür. So. Was dann zum Wahnsinn eben auch geführt hat, am Ende während der Inquisition, dass zum Beispiel die Inquisitoren, die Hexen verbrannt haben, die sind felsenfest mit Herz und Seele davon überzeugt, dass es richtig dass sie ist. die Mädchen retten. Ja, voll. Ja? Die haben gedacht, ich mache etwas. Die kann froh sein, dass wir sie verbrennen. Oder? Das war nicht einmal ein ökonomischer Hintergedanke, sondern die haben wirklich so gedacht. Oder? Und daraus ist eben die Überlegung, kommt das Böse von außen? Nein, das Böse ist die Absence of good. Also das gute Feld, das kann man definieren, schauen. Oder? Und es geht um Schuldzuweisung. Ja. Dort wieder. Statt dass man sich selber fokussiert, Reflektiert. anschaut, im Text hinein, oder? Und dass man wirklich ehrlich ist zu sich, tut man es lieber gegen aussen. Ja. Und die Religion hat mit dem haufenweise Anhänger gewonnen, weil es ist natürlich einfacher zu sagen, ja, irgendwo hockt irgendein übler Sieg und der, ja. Ja. Und statt dass ich muss sagen, ja, nein, vielleicht bin ich ein verdammter Arsch und sollte mal in den Spiegel schauen und irgendwie mal, ja, so. Voll. Oder? Der kommt ja. Oh, Hoppa, gut, also, machen wir noch fertig. kommt auch im Video vor, der Rudra. Ja, das Oder kann man immer sagen, wieder. der repräsentiert so einen Ruder. Genau. Der macht das Angebot und dann ist es freiwillig, ob es Genau. du nimmst. Oder? Und noch schnell etwas, was auch viel vorkommt bei uns jetzt in diesem Video, das ist das mit den Affen. Kannst du Genau. vielleicht noch etwas dazu sagen? Der Affe ist jetzt ein bisschen gemein der Affen gegenüber. Ja. Die Affen sind ja hochintelligente soziale Wesen, aber ich brauche die Metapher vom Affen im Video jetzt eher als der Primitive. Vormensch. So. Oder der Vormensch. Ja. Der noch aus Instinkt, dann aus Gier einfach zugreift, eben das noch nicht entwickelte Wesen. Ja. Aber eben rein jetzt symbolisch. Ja, voll. So eigentlich oder Mensch musst werden, Mensch musst du erarbeiten. Sonst bist du einfach, und das meine ich jetzt auch nicht böse, aber ein Viech. Das ist einfach tierisches Verhalten. Oder? Und der Affe symbolisiert dort das. Einfach Voll. die Gier, die es einfach braucht, ohne soziale Hintergedanken, sondern einfach ich vor. Oder? Aber nicht jetzt für alle Affenliebhaber und so. Ich finde Affen geile Viecher Ich und auch. so. Kein Problem. Genau, der Amadeo steht. Schöner Eisaff. Paviane, was weiß ich. Alles nicht. Und also nichts gegen die Affen, einfach symbolisch. Genau. Und Genau. dort hinten dran auch ja noch an der Wand die ganzen Todsünden, die ganzen Ideologien wieder aufgeführt, wo halt einfach, ich sage es jetzt ganz, ja, du bist dann halt einfach auch leichter verführbar, wenn man dir beibringen kann, dass es ein Böse im Aussen gibt. Ja, sicher. Da kannst du eben sagen, ja, die sind Ratten, Ja. die müssen wir ausrotten. Genau. Oder der. Und dann geht es schnell. Ja? Juden, Ungeimpfte, keine Ahnung, ich kann jetzt nicht gerade auf ein Ding tun. Ja, aber ja. wie schnell dass es heute wieder gegangen ist, war ja erstaunlich gewesen. Oder man hätte ja noch staunen können. Ich denke, das ist echt jetzt. Also gerade in den Medien. Wie schnell, jetzt sind es die Russen, die kommen jetzt gerade dran. Genau. Oder? Gut, sie haben, also sie ja nicht, aber was auch immer. Egal. Ja, Gut, genau. haben wir es. Haben wir Merci. gut besprochen. Ich würde Gut. sagen, ja. Hey, Danke für die Frage. merci fürs Stoss mal an, dabei sein. zum Ja, Abwechseln. das Mal trink nicht zuerst und zum Wohl. Okay, also, Aufs nächste Mal.
Also, ja, bis zum nächsten Mal. Danke. Ciao zusammen.